Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute Battle for Madrigal Teil 2 oder auch Battle for Madrigal Update 1.4.1, was halt immer noch Battle for Madrigal heißt, was irgendwie unlogisch und verwirrend ist, aber egal. Wir akzeptieren es einfach und wir haben neue Events mit diesem Update. Das erste ist ein Login-Event vom 28. November bis zum 9. Januar. Und das Ganze funktioniert so, dass wir während dem Event 40 Minuten online sein müssen, täglich, und dafür Belohnungen bekommen. If you do not log in between, however, you resume from your last login date. Hört sich jetzt erstmal ziemlich komisch an, 28. November bis 9. Januar, und es sind nur 7 Sachen. Wir kriegen Scroll of Return Tag 1, Vitalring oder Refresh Tag 2, bla 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 bla. Hört sich jetzt alles gar nicht so geil an, aber hier ist ein wichtiger Zusatz. The reward will repeat from the first one on day 8 and onwards. Das heißt, es ist eigentlich so ähnlich wie beim Second Anniversary Event. Also an Tag 8 kriegt man wieder die Belohnung von Tag 1. Und deswegen ist es auch hier so relevant mit diesem, dass man weitermacht, da wo man aufgehört hat, falls man mal einen Tag nicht online war. Weil man das eben ja insgesamt quasi 5 Mal oder so abholen kann. Ich glaube, ja, oder 6 Mal sogar. 42 Tage sind das, glaube ich. Ungefähr. Also so funktioniert es ungefähr. Das heißt, man kann dann alle Belohnungen mehrfach bekommen. Also man kann die Amplis mehrfach bekommen, man kann Baby Doridoma mehrfach bekommen, man kann die Upgrade Stones mehrfach bekommen und so weiter und so fort. Was es in meinen Augen eigentlich auch zu einem ziemlich guten Event macht, weil man kriegt zum Beispiel 5 Upgrade Stones, 2 Amplis und so. Und man muss ja auch nichts dafür tun. Das ist so das Beste, würde ich sagen, dass man wirklich nichts dafür tun muss. Also jetzt nicht die krassesten Belohnungen einzeln gesehen, aber dadurch, dass man sie immer wieder bekommt, stacken sie halt in der Menge hoch und dann kriegt man halt am Ende vom Event, keine Ahnung, ja, 30 Upgrade Stones wahrscheinlich so, und das ist halt dann schon nicht schlecht. Nachteil ist natürlich, man muss jeden Tag 40 Minuten online sein, aber gut, das mache ich halt sowieso, deswegen juckt mich persönlich das jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Genau, dann diese Fishing Box, da kann ich jetzt absolut noch nichts zu sagen, das geht zu sehr ins Detail. Jedenfalls diese Fishing Box, da können wir uns halt eine aussuchen, die verschiedenen Farben, und dann kriegen wir halt da random einen von diesen Fishballs. Wie gesagt, da kann ich jetzt noch keinen Kommentar zu abgeben, dafür ist es zu früh. Dann haben wir dieses Wochenende Dungeon Coin Discount Event, 29. November bis 1. Dezember, Freitag 0 Uhr, Sonntag 23:59, werden alle Dungeon Coin Usages, also alle Dungeon Coin Nutzungen um 1 verringert und kann aber nicht unter 1 verringert werden. Genau, das ist Wochenende-Event, das ist nicht so spektakulär. Dann Level Reach, 165er Event. Darüber habe ich ja ein bisschen Spekulationen angestellt und da waren wir uns ja alle nicht so 100% sicher, wie genau das aussehen würde. Und ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, aber jetzt auch nicht, sagen wir mal, umgehauen. Das Ganze hat kein Enddatum, weil es so lange geht, wie die Belohnungen verfügbar sind. Also es gibt begrenzte Level Reach Belohnungen und es gibt unbegrenzte Level Reach Belohnungen. Und teilweise sind die Belohnungen zwar ziemlich krass, aber halt, wie gesagt, begrenzt und kommt halt auch ein bisschen immer drauf an. Also das Ganze geht von 161 bis 165 und man kriegt tatsächlich auf jedem Level eine Belohnung. Das war das, worüber wir spekuliert haben, wo ich und andere Leute wahrscheinlich eher vermutet haben, dass es nicht so ist. Aber es ist tatsächlich so, dafür sind die Belohnungen an für sich ein bisschen schlechter als die man normalerweise vom Level Reach gewohnt ist, wo man nur alle 2 oder 3 Level vielleicht eine Belohnung bekommt. Und zwar kriegen wir so gut wie keine Protects, oder zumindest keine Protects nach Wahl. Und zwar kriegen wir, und keine Orikalkum leider, und zwar kriegen wir auf 161 4 Amplis, 5 Activision, 4 X-Product, auf 162 Unlimited, 8 Amplis und eine Flip Jump 2 Motion. Und wenn man unter den ersten 500 Leuten auf 162 gehört, dann bekommt man eine 5th Grade Jewel Selection Box. Und zwar 3 Mal. Und was das ist ganz einfach. Es ist ein 5th Grade Jewel, also zum Beispiel STR plus 5, Int plus 5 und so weiter. Also einfach ein Ultimate Jewel der Stufe 5. Das ist schon ziemlich heftig. Natürlich nur, wenn man es gebrauchen kann. Also ich meine, früher oder später kann es jeder gebrauchen. Aber ich sag mal so, ich persönlich, wenn ich es jetzt heute kriegen würde, würde es mir erstmal nicht so viel bringen, weil ich habe keine Ultimate-Waffe. Aber natürlich ist es an für sich ein ziemlich krasses Item. Momentan zumindest noch, solange sie an dem Great Jewel-System nichts ändern, weil es momentan fast unmöglich ist, über die Stufe 5 hinauszukommen. Und hier kriegt man einfach 3 geschenkt. Das ist schon natürlich cool, kann man nicht anders sagen. Ist aber eben begrenzt. Also kriegt man nur, wenn man jetzt schnell 162 erreicht. Also gut, 500 Leute ist natürlich relativ viel, aber trotzdem, das ist begrenzt. Also nicht jeder wird das immer bekommen.
Dann 163, 4 Vitaldrink oder Refresher Holz, 8 X-Product und Ultimate Jewel Box, 10 Stück, begrenzt auf 300 Personen. Das ist die Ultimate Jewel Box, wo die Runen drin sein können, zum Beispiel 10% ATK oder Death oder Attack Speed und so weiter. Diese auch, wenn man in die Ultimate-Waffen reinballern kann, quasi das Gegenstück zu den Jewels. Und würde ich jetzt persönlich sagen, ist aber deutlich schlechter als die Jewels, weil die Boxen sind jetzt gleich nur so um die 30 Mio wert. Man kriegt nur, also in Anführungszeichen, nur 10 Stück. Ich meine, es sind 300 Mio theoretisch Marktwert. Natürlich sehengebunden. Aber ja, ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so ultra heftig. Dann 164 ist wieder ein bisschen interessanter. Da kriegt man eine Carrier Bomb 30 Tage, 12 Amplis, was fast schon ein bisschen random ist, weil 12 ist echt viel. Und eine A-Piercing Card Lucky Box, allerdings auch begrenzt auf 200 und hier tatsächlich nur eine. Das ist wiederum eigentlich von den Belohnungen wahrscheinlich sogar die schlechteste im Wert, weil A-Karten sind gar nicht so ultra teuer, plus die ist ja sehengebunden, das heißt, man kann sie auf jeden Fall nicht verkaufen und sehengebundene A-Karten sind gleich nochmal deutlich weniger wert, kann man halt für den Eigennutzen gut gebrauchen. Allerdings muss man, wie gesagt, 164 erreichen und es ist nur für 200 Leute, also die sind schnell weg wahrscheinlich. Und 165 ist dann auch wieder Unlimited 10x Product und einmal Devil Concept Costume. Und für die ersten 100 Leute, die 165 erreichen, gibt es einen Weapon Skin, die Winged Weapons. Zu den ganzen Weapon Skins gibt es noch weitere Skins, werde ich wahrscheinlich nochmal ein besonderes Video machen. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Es ist mehr, als ich erwartet habe. Es ist anders, als ich erwartet habe. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass wir halt überall X-Product bekommen und nirgendwo Orichalcum. Das finde ich so ein bisschen der Kontrast von den vorigen Level-Reach-Belohnungen. Da war ja immer so, oder nicht immer, aber da hat man ja oft Orichalcum und X-Products bekommen, dass man auch direkt was damit machen kann, weil nur X-Product ohne Orichalcum ist halt useless irgendwie und Orichalcum sind relativ teuer, wesentlich teurer als die X-Product. Und man kriegt ja keine Smiling-Scrollboxen mehr, wo man auch wählen konnte. Also das ist halt in meinen Augen in Anführungszeichen schlechter. Allerdings die Tatsache, dass wir auf wirklich jedem Level eine Belohnung bekommen, ist halt dann wiederum ziemlich cool. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, die wirklich heftigsten Belohnungen, wahrscheinlich 5th Grade Jewel Selection Box. Wie gesagt, wenn man sie aktuell nicht braucht, freut man sich wahrscheinlich erstmal nicht so krass drüber. Aber vom reinen Wert her ist es das Beste. Und das ist halt begrenzt. Genauso wie die Ultimate Jewel Box ist begrenzt und die A-Card Piercing Lucky Box ist auch begrenzt. Also da muss man halt immer das Ganze ja, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und schnell sein, wenn man es wirklich haben will. Also hier steht ja auch First Come, First Serve. Genau, was drin ist, A-Karten und 5th Grade Jewels, gut, das, wie gesagt, das kann man sich wahrscheinlich denken. Und zu guter Letzt haben wir noch das Fishing Champion Event vom 28. November bis zum 9. Januar. Yeah. Cooles Image, by the way, mit dem Siliaka. Und ja, das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Also erstmal muss man Level 61 plus sein. Man muss den Fishing-Skill erlernen und dann bekommt man eine Angelroute und bekommt Event-Köder. Und die Angelroute, die kann man bei diesem Live-Master Livy-NPC kaufen, der sich in St. Morning befindet. Und dann muss man Monster jagen für Event Normal Bait oder Event Premium Bait. Und mit dem Event Normal Bait kann man 5 Stück benutzen für Fischrang D bis B. Und mit dem Premium Bait kann man 10 benutzen für Rang C bis A. Und die Monster müssen 10 Level unter oder über euch sein, damit sie die Baits droppen können. Und wenn man die Baits benutzt, erhöht man nicht seine Life Mastery. Der Eventfisch, der gefangen wird mit dem Eventbait, wird in eine, also mit dem Eventköder, wird in einen Bait-Slot, okay, keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt, gepackt. Ja, auf jeden Fall, was bringt das Ganze? Also es ist quasi ein Unterschied anscheinend zu dem normalen Fischen. Also es gibt quasi jetzt das Event-Fischen und es gibt das normale Fischen. Das Event-Fischen hat mit dem normalen Fischen, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich absolut nichts zu tun. Nur, dass es halt genauso funktioniert oder so ähnlich funktioniert. Und wir müssen diese Items, also diese Event-Fische quasi, genau, zu Mr. Kang bringen und können es da eintauschen. Und je nachdem, welchen Fisch wir haben, A ist natürlich der beste und D der schlechteste, können wir zum Beispiel bekommen Potion Box, Scroll of Return, Activision, Great Eel, Amplification ES, Sheet Bonus, Weapon Bonus und Smiling Scroll Box. Allerdings ist das Eintauschlimit gesetzt, also die meisten Sachen kann man nur 1- oder 3-mal eintauschen, also von den guten Sachen in Anführungszeichen.
Die weniger guten Sachen bzw. Power-Ups kann man ein bisschen öfter eintauschen. Und man kann seine Fische auch umwandeln. Also 5B zu 5A zum Beispiel, 5C zu 5B und so weiter. Und das ist theoretisch unlimitiert möglich. Und alles wird also alles, was Event quasi beinhaltet, Event-Baits und die Fische, wird am 23. Januar gelöscht. Genau. Ja, kann ich jetzt noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Werden wir sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Und klingt auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht, I guess. Ich meine, die Probabilities sind ziemlich heftig mit den 5% für A und B. Das klingt auf jeden Fall nicht so gut, aber man kann sie ja auch umtauschen. Also selbst wenn man nur B bekommt, kann man ja dann auch A-Fische kriegen und so weiter. Also, ja. Wir werden sehen. Jedenfalls war das der Überblick über die neuen Events. War tatsächlich relativ umfangreich. Ja, ich denke mal, das Highlight ist auf jeden Fall das Level Reach Event. Wobei es halt auch mit dem größten Aufwand verbunden ist, weil mal so schnell 165 erreichen, ist jetzt eher weniger drin. Vielleicht zeige ich euch noch kurz den Skin. Okay, auch chillig. Sie schreiben einfach, wie heißt das gleich wieder? Jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Weapon Skin Winged Weapon. Es heißt halt einfach Archangel. What the fuck? Wer zum Teufel hat das geschrieben? Es heißt halt einfach Archangel. What the hell? Archangel White. Sweet. Das ist das Sword. Und es gibt es anscheinend auch in Dunkel. Ah, es ist ein bisschen angelehnt an Yggdrasil-Waffen. Ich sehe schon. Ja, es ist definitiv ein bisschen inspiriert von Yggdrasil-Waffen, würde ich behaupten. Das Big Sword sieht böse aus. Alter. Yo, die Big Axe sieht auch böse aus. Okay, einen Stick finde ich jetzt nicht so cool. Muss mal Mode entfernen. Man sieht es trotzdem nicht so gut. Ja, wobei doch. Okay, der Knuckle ist auch geisteskrank. Holy shit. Bogen? Na, sieht man nicht. What? Okay, sorry für die Unterhosen, aber anders sieht man es einfach nicht. Okay, ist actually auch gar nicht so heftig. Also, ich meine, sieht schon cool aus, aber... okay, das Jojo, da bringt... Alter, Junge, zieht euch das rein! Das Jojo durchbohrt einfach alle meine Lungenflügel, alle meine Rippen. What the fuck? Also irgendwie müssen die das komplette Jojo-Design nochmal überdenken. Man, wie scheiße sieht das einfach aus? Also das ist es literally in meinem fucking Körper. Es durchbohrt meine Beine, mein Oberkörper, meine Arme. What the fuck, Alter? Ich meine, es sieht cool aus, aber halt irgendwie auch nicht, weil es halt... okay, der Stuff ist auch... ist nicht schlecht, ja. Ich finde Stuff und Wands sind immer so langweilig, weil es fast immer genau das gleiche ist. In kurz und lang. Im Endeffekt das gleiche wie bei Sword and Axe in der Regel. Oder meistens. Genau. Schild. Okay, das Schild ist cool. Und okay, Force Gem und Book existieren zwar, aber kann man ja noch gar nicht benutzen. Das mit dem Book ist cool. Damn. Gut, und ja, und dann gibt es natürlich alles nochmal in schwarz. Können wir uns auch nochmal angucken. Oh ja, die Axis. Also wenn das sich von Yggdrasil inspiriert ist, dann fresse ich einen Besen. Die anderen Waffen nicht unbedingt, wobei das mit den Federn schon. Also mit den Federn war bei Yggdrasil genau das gleiche. Rot, Schwarz, Gold und Federn. Genauso sehen Yggdrasil-Waffen aus. Also nicht genauso wie hier, aber schon, ja, ist schon stark inspiriert davon. Also das kann man wohl kaum leugnen. Der Knuckle in Schwarz sieht auch richtig geil aus. Also der Bogen, der reißt mich irgendwie nicht so mit, muss ich zugeben. Ich finde actually, das Jojo sieht mit am coolsten aus, tatsächlich. So leid mir das auch tut, das zugeben zu müssen. Wenn es einen nicht durchbohren würde, dann wäre es wirklich perfekt. Ja, okay, das sind echt coole Waffen. No kidding. Das sind echt coole Skins. Ja, aber gut, wir kriegen jetzt so die Archangel White vom Level Reach Event. Und dann war es noch das CS-Set. Dann können wir uns das auch noch kurz angucken. Devil Concept Costume. Mal gucken, ob wir das finden. Natürlich nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das heißt, weil... Achso, ist ja bei Level Reach, ne? Es heißt Nightmare Set. Meine Güte. Na gut, jetzt muss ich wieder Mode aktivieren. Jetzt muss ich nochmal resetten. Genau. Dann. What the hell?
Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das darstellen soll, ehrlich gesagt. Ich bin leicht verwirrt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich finde halt irgendwie, die Suit passt, also der Oberkörper passt nicht wirklich zum Rest. Das sieht einfach aus, als hätte er kein T-Shirt, also als hätte er obenrum nichts an. Als wären das so Tattoos oder so. Also wenn alles so wäre mit diesen Stacheln und den Rüstungen, vielleicht ein kleines bisschen heller am Oberkörper, ja, aber nicht so hell. Sähe es tatsächlich ziemlich cool aus, glaube ich. Ja, okay, bin ich jetzt nicht so begeistert von. Aber das Nightmare-Set, das kriegt man ja immer, ne? Genau, das ist unlimitiert, also das kriegt man sowieso immer. Die Archangel White Weapon Set Box, die nicht. Die gibt's nur 100 Mal auf Level 165. Alright. Dann war es das auch schon mit unseren Events und mit unseren kleinen Previews von den Skins. Und das andere Video kommt dann auch gleich noch mit den Update-Infos und so weiter. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Update. Lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.